bin Florian. Und ich bin Vincent. Und wir bauen hier unser eigenes Auto. Wir sind hier auf einem Gartengrundstück und bauen hier eigentlich fast jeden Samstag an diesem Auto hier. Wir haben angefangen mit der Idee, wir wollen einfach ein Auto bauen, das fährt. Es sollte einfach nur irgendwie fahren. Ja, also der Rahmen von dem Auto war mal ein Gartentor. Damit haben wir angefangen. Dann waren wir auf dem Schrottplatz, haben uns da halt alte Federn und Dämpfer geholt und Reifen und Felgen. Alles, was so hier rumlag in dem Garten, irgendwelche Zaunpfosten. Ja, der Großteil von dem Auto ist wirklich irgendwelcher Schrott. Also das wenigste ist gekauft. Es sind ein paar Meter von diesem Vierkantrohr, aber das meiste ist echt irgendwelcher Schrott gewesen. Das ist ein ehemaliger Autozusatzscheinwerfer. Das ist ein Halogenscheinwerfer gewesen. Den haben wir in der Garage gefunden und wir haben den umgebaut auf LED. Die bauen wir heute an. Also wir haben angefangen in dem Glauben, wir könnten das in den Semesterferien in 3 Monaten circa ein Auto bauen, das fährt. Ja. Oh ja. Mittlerweile sind wir ein paar Jahre schon dabei. Es sind wirklich 5 Jahre rum. Ja. Es ist sehr oft kaputt gegangen, viele Rückschläge. Die Hinterachse mehrfach, weil also vor allem die Welle, die sich dreht, weil die abreißt, da sind die Kräfte relativ hoch. Und die Achsaufhängung vorne, da war die erste auch relativ wackelig und kaputt war sie nicht so richtig, aber sie war nicht besonders gut gebaut. An dem einen Vorderrad ist uns mal abgerissen. Dass die Teile oft kaputt gegangen sind, lag daran, dass wir das nach Gefühl bauen und das dann halt auch unterschätzen, wie viel Material man dann da braucht. Und wir mussten halt erst unsere Erfahrungen sammeln, was besonders beanspruchte Teile sind, wo man sehr dick bauen muss, gerade so Antrieb und so. Und jetzt hält das schon deutlich besser, wie wir es mittlerweile machen. Die Fahreigenschaften sind deutlich besser geworden mit der neuen Aufhängung, der neuen Lenkung. Sollte man schon so 90 km/h auf einem geraden Feld. Sage mal, fährt ihr auch mit dem Auto? Also wir haben daraus gelernt, dass man da dranbleiben muss, aber dass es möglich ist, so ein Auto selber zu bauen, auch wenn man nicht das Fachwissen dazu hat. Und dass man, wenn man das ausprobiert, zwar Rückschläge erlebt, aber wenn man dranbleibt, dann schafft man das und dann klappt das auch. Und dass man auch mit wenig Werkzeug sowas machen kann. Also wir haben angefangen mit einer kleinen Flex, einer Bohrmaschine und einem günstigen Schweißgerät aus dem Baumarkt. Die Drehbank kommt noch.